Eine Million Follower. Stell dir das kurz vor, 1 Million Menschen, die diesem Mann jeden Tag zusehen, ihn feiern, ihm glauben. Und genau jetzt sitzt er allein in diesem Zimmer und weiß nicht, wie er nächsten Monat seine Miete zahlen soll. Für einen einzigen Post bekam er mehr Geld, als viele Menschen in 3 Monaten verdienen. Heute schuldet er dem Finanzamt über 100.000 Euro. Und das Verrückte, er hat nicht gezockt, er hat nicht betrogen, er hat nur das getan, was jeder Influencer tut. Wie wird aus 1 Million Followern ein leeres Konto? Das ist keine Geschichte über schlechtes Geld. Es ist eine Geschichte über ein System und fast jeder da oben steckt mittendrin. Was aussieht wie der Traumjob einer ganzen Generation, ist in Wahrheit eine Leiter. 6 Stufen nach oben und ganz oben eine Falltür, die schneller zuschnappt als in jedem anderen Beruf. Tja, eine Geldleiter der Influencer. Jede Stufe von 0 Followern bis zur eigenen Marke. Und der Teil danach, den dir kein einziges Hochglanzreel zeigen möchte. Aber fangen wir doch ganz unten an. Nämlich da, wo du noch 0 Follower hast. Du postest dein erstes Video in einem leeren Zimmer und drückst auf Veröffentlichen. 3 Aufrufe. 2 davon bist wahrscheinlich du selbst. Und trotzdem machst du weiter. Denn du hast die eine Geschichte gehört, die alle gehört haben. Vom Niemand, der über Nacht berühmt wurde. Doch was dir niemand sagt, für jeden, der schafft, gibt es Hunderttausende, die genau hier stehen bleiben. Die Chance, ganz oben anzukommen, ist kleiner, als die meisten je zugeben würden. Aber sagen wir, du gehörst zu den wenigen, bei denen ein Video plötzlich läuft. Dann passiert etwas, das sich anfühlt wie ein Lottogewinn. Willkommen auf Stufe 1. Nano-Influencer. Ein paar tausend Follower. Zum ersten Mal schreibt dich eine Marke an. Aber sie schicken dir kein Geld. Sie schicken dir ein Paket. Eine Hautcreme, ein Trinkflaschenset, ein paar Socken. Bezahlung, das Produkt selbst. Und du machst es. Stundenlang Licht, Schnitt, Caption für eine Creme im Wert von 12 Euro. Auf die Stunde gerechnet verdienst du weniger als jeder Ferienjob. Aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an, es fühlt sich an wie der Anfang von etwas. Und genau dieses Gefühl ist das wertvollste Produkt, das hier verkauft wird. An dich. Merkt ihr dieses kostenlose Paket? Es ist harmloser, als es aussieht und trotzdem wird es am Ende dieser Geschichte teuer. Sehr teuer. Aber jetzt wächst erstmal die Zahl. Stufe 2. Mikroinfluencer. 10.000, dann 20.000 Follower. Und plötzlich steht auf der Nachricht eine Zahl mit Eurozeichen. 30 Euro für einen Post. Dann 100. Bei guter Reichweite ein paar hundert. Zum ersten Mal verdienst du echtes Geld mit deinem Gesicht. Du kaufst dir besseres Licht, ein besseres Mikro, eine Kamera. Du investierst in dich, sagst du dir. In Wahrheit investierst du aber in eine Maschine, die ständig gefüttert werden will. Denn die eine Regel lernst du jetzt. Hörst du auf zu posten, hörst du auf zu existieren. 3 Tage Pause und die Reichweite bricht ein. Der Algorithmus vergisst dich schneller, als ein Chef dich je feuern könnte. Du bist jetzt selbstständig, ohne es zu merken. Kein Urlaub, kein Krankengeld, kein freier Sonntag. Nur du, die Kamera und eine Zahl, die niemals schlafen darf. Und dann klingelt das Telefon. Stufe 3, 50.000 Follower. Eine Agentur meldet sich. Wir glauben an dich, sagen sie. Wir holen für dich das Maximum heraus. Plötzlich gibt es Verträge, Deadlines, Briefings. Was als Hobby begann, ist jetzt ein Vollzeitjob mit einem Chef, den du nie wolltest. Dem Algorithmus. Pro Post jetzt ein paar hundert Euro bis über 1.000 Euro. Es fühlt sich an wie der Durchbruch. Auf dem Konto landen aber nur 70, manchmal 80%. Der Rest geht an die Agentur. Ja, und die Menschen kommen. Alte Schulfreunde mit Geschäftsideen. Ein Cousin, der auch was mit Medien machen will. Jeder kennt jetzt jemanden, der dir helfen kann. Dein Einkommen wächst. Dein Lebensstil wächst schneller. Die Reisen werden zum Content. Der Content finanziert die Reisen, solange die Zahlen stimmen. Und von außen sieht das aus wie der Traum. Aber von innen ist es ein Hamsterrad mit Aussicht. Und das Rad dreht sich immer schneller. Denn jetzt kommt die Stufe, von der alle träumen. Stufe 4. Über 100.000 Follower. Ab hier wird es richtig Geld. 1.000, 5.000, bei großen Kampagnen über 10.000 Euro für einen einzigen Post. Du brauchst jetzt ein Team, einen Cutter, einen Manager, jemanden, der die Nachrichten beantwortet und so weiter. Was du verdienst, klingt riesig. Naja, aber es fließt fast genauso schnell wieder ab. Die Wohnung wird zum Loft, das Auto zum Statussymbol für das nächste Video. Du kaufst nicht mehr, was du brauchst, du kaufst, was sich gut filmen lässt. Tja, und eine Zahl ignorierst du dabei konsequent.
Nicht die Follower, nein, die andere, die du jedes Jahr ans Finanzamt zahlen müsstest und die niemand für dich zurücklegt. Denn als du angefangen hast, hat dir niemand erklärt, dass selbst die geschenkten Pakete von Stufe 1 Einkommen sind. Steuerpflichtiges Einkommen, ja. Jede Creme, jede Reise, jedes Hotel. Steuerberater hat die Agentur im Blick. Rücklagen? Keine Zeit, es läuft doch. Du verdienst gerade mehr als je zuvor. Du baust, ohne es zu wissen, leider nur einen Schuldenberg auf. Aber es kommt jetzt erst der Gipfel. Dein Kanal erreicht neue Höhen, 1 Million Follower, Mega-Influencer, der Gipfel der Leiter. Hier kostet ein einziger Post 15.000 Euro und mehr. Du startest deine eigene Marke, deine eigene Kollektion. Dein Gesicht ist jetzt ein Logo. Du bist kein Mensch mehr, der Produkte bewirbt. Du bist das Produkt. Marken zahlen nicht mehr für deinen Post, sie zahlen für deinen Namen. Für die parasoziale Beziehung, die 1 Million Menschen glauben, mit dir zu haben. Und das ist für sie sehr viel wert. Das verkauft sich. Hier verdienst du in einem Monat, wofür andere 10 Jahre arbeiten. Aber du arbeitest auch jeden einzelnen Tag. Kein Wochenende, kein Abschalten. Naja, dein Leben ist Content geworden. Und über allem schwebt die eine Wahrheit, die hier oben am lautesten verdrängt wird. Nichts davon gehört dir. Nicht die Plattform, nicht die Reichweite, nicht einmal die Verbindung zu deinen Fans. Du hast ein Imperium aufgebaut, ja, aber auf geliehenem Land. Und die Bank, der das Land gehört, kann dich jederzeit rauswerfen. Ohne Vorwarnung, ohne Begründung. Das ist die Spitze. Atemberaubende Aussicht, nur eines sieht man von hier oben nicht, dass die ganze Leiter an einem einzigen Faden hängt. Und irgendjemand hält gerade eine Schere. Es braucht keinen Skandal. Manchmal reicht ein Update. Der Algorithmus ändert sich über Nacht und am Morgen erreichen deine Videos dann plötzlich nur noch ein Zehntel der Menschen. Die Reichweite fällt. Die Marken springen ab. Das Einkommen, das gestern noch fünfstellig war, ist in 3 Monaten fast verschwunden. Aber das Team bleibt, das Loft bleibt, der Lebensstil bleibt. Und dann kommt der Brief, den du seit Stufe 1 ignoriert hast. Das Finanzamt rechnet rückwirkend. Jede Kooperation, jede geschenkte Reise, jedes Paket, alles wird jetzt versteuert. Auf einmal. Eine Nachzahlung in Höhe von Jahren. Das Geld, das längst ausgegeben ist für Equipment, für Reisen, für ein Leben, das, nur auf dem Bildschirm existierte. Dazu der Teil, über den niemand spricht. Der Burnout. Studien zeigen, dass er unter Content-Creatern dramatisch häufiger vorkommt als in klassischen Berufen. Jahrelang hast du jeden Tag gelächelt. Jetzt kannst du die Kamera nicht mehr anschalten. Und das Grausamste, die Millionen Follower sind noch da. Sie schauen zu, wie du fällst. Und, sie scrollen weiter zum nächsten, denn es gibt immer einen nächsten. Das Schwerste ist nicht das Geld, das weg ist. Nein, es ist das Gesicht, das ihn aus dem dunklen Display anschaut. Ohne Likes, ohne Zahlen, ohne Publikum. Jahrelang war er der Creator. Jetzt bleibt nur eine Frage. Wer ist er, wenn niemand mehr zusieht? Und bevor du denkst, das sei nur ein Influencer-Problem, dasselbe trifft auch den Fußballstar, den Lottogewinner, jeden, dessen Einkommen an einer Sache hängt, die ihm nicht gehört. Es ist nie das Geld, es ist das fehlende Fundament darunter. Und jetzt der Teil, der dich überraschen wird. Du, der das hier nur anschaut, hast einen Vorteil, den dieser Creator nie hatte. Du musst nicht jeden Tag performen, um zu existieren. Sein Einkommen hing an einer Plattform, die ihm nicht gehörte, und an einer Aufmerksamkeit, die er sich täglich neu verdienen musste. Dein Vermögen darf auf etwas stehen, das niemand über Nacht abschalten kann. Wer monatlich einen festen Betrag in echtes eigenes Vermögen legt, breit gestreut, langweilig, geduldig, steht nach 10 Jahren stabiler da als die meisten, die in derselben Zeit Millionen durch ihre Hände fließen sahen. Nicht, weil er mehr verdient hat, weil ihm gehört, was er hat. Das ist die Lektion der Geldleiter, egal in welcher Welt. Reich ist nicht, wer am meisten verdient. Reich ist, wessen Einkommen morgen verschwinden könnte und dessen Leben trotzdem gleich bleibt. Es zählt nicht, wie hell du leuchtest. Es zählt, worauf du stehst, wenn das Licht ausgeht. Bewundere also ruhig die Menschen, die da oben leuchten, aber verwechsle das Leuchten nie mit dem Fundament. Das eine sieht jeder, das andere entscheidet alles. Auf welcher Stufe stehst du gerade? Nano, Mikro oder schaust du nur zu? Schreib's ehrlich in die Kommentare und wenn du wissen willst, wie man baut, was einem dann auch bleibt, wenn das Licht ausgeht, abonnier Schattenkonto.
Das Rampenlicht kann gern anderen gehören. Dein Fundament gehört dir. Bis bald.